Hallo und herzlich willkommen hier auf dem PEW History Kanal. Heute stellt euch Siegmajor eine weitere Vietnamkriegsdarstellung vor. Dieses Mal handelt es sich um eine südvietnamesische Spezialeinheit. Viel Spaß dabei! Heute hat unser guter Freund Thunderrat euch eine ARVN Black Panther Ranger Uniform vorbereitet. Kleine Bitte vorher, nehmt es ihm nicht übel, dass er kein echter Vietnamese ist. Das Black Panther Kommando wurde 1960 gebildet und operierte bei verschiedenen Missionen bis 1975, also Kriegsende. Sie nahmen an verschiedenen Operationen teil. Dort haben sie sich einen sehr gefürchteten Ruf erarbeitet. Fangen wir beim Helm an. Ein amerikanischer Standard M1-Helm mit nachträglich aufgebrachter Bemalung in vietnamesischem Tiger Stripe Tarnmuster und ganz markant vorne als Trademark der schwarze Panther. Als Uniform sehen wir eine amerikanische OG 107 Uniform. Die kam natürlich komplett durch die Amerikaner gestellt. Als Patches haben wir hier das Viet Dong Quang, das ist vietnamesisch für Kommando, und darunter der Einheitspatch, der schwarze Panther. Kleiner Hinweis für diejenigen, die diesen Patch nett finden und ihn sich auf ihre Klamotten machen wollen: Wenn ihr damit nach Vietnam einreist, die sind dort verboten. Als Koppelgestell sehen wir hier eine standardamerikanische M1956 Koppel ohne Suspender, also den Trageriemen, und er hat verschiedene Taschen und Granaten dran. Vorne sehen wir die M26 Eierhandgranaten, daneben eine First Aid Pouch. Weiter geht's mit einer Standard Universal Ammo Pouch. Auch hier an den Seiten Handgranaten, dazu umlaufend dahinter zwei Feldflaschen, One Canteen, und auf der Vorderseite nochmal eine kleine Tasche. Das ist die Magazintasche für das M1 Carbine für 20 Schussmagazine. Und damit kommen wir auch schon zur Waffe. Das ist ein Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg, was die Amerikaner dort bereits benutzt haben, hier in der weiterentwickelten Variante mit Kaliber 30 Munition. Als Schuhwerk sehen wir ganz normale südvietnamesische Combat Boots. Der Rucksack ist ganz interessant, da es sich um ein Modell handelt, was auch bei den Amerikanern, vor allem der normalen Infanterie, sehr beliebt war. Es ist der ARVN Rucksack. Dieser wurde direkt von den Vietnamesen hergestellt. Dazu sehen wir noch eine Machete und einen Oliven-Poncho-Liner unter dem Deckel. Man muss ja wissen, der Vietnamkrieg ging ja intern schon, bevor die Amerikaner ins Land kamen. Und da dort der Norden gegen den Süden kämpfte, teilweise auch sehr brutal, auch mit Kriegsverbrechen gegen Zivilisten, war dann der Hass gegenseitig sehr groß. Und dies trat dann auch auf die Black Panther Kommandos zu. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn wir euch wiedersehen. Lasst ein Like da, kommentiert das Video und folgt diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal.